Ja, hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Willkommen im zweiten Part zu „Ich wollte nie erwachsen sein“, unserem Piano-Tutorial hier von diesem wunderschönen Lied von Peter Maffay. Ja, ich hoffe, du hast den ersten Part soweit geübt und verinnerlicht. Ich habe ihn dir hier oben noch mal verlinkt. Ja, da haben wir die rechte Hand geübt. Ich habe dir erst mal das Stück noch mal vorgespielt. Ja, und heute schauen wir uns mal die Begleitung an, die linke Hand, was die linke Hand hier dazu spielt. Das üben wir dann wieder, bis wir's spielen können, und dann im nächsten Part nehmen wir beide Hände hier zusammen und üben beide Hände mal zusammen. Ich werde dir mal den ersten Teil der Melodie vorspielen und du achtest bitte mal nur auf die linke Hand, ja? Bis dahin. Dir ist vielleicht aufgefallen, letztendlich spielt die linke Hand hier diese Akkorde immer aufwärts, ja? Und dann kommt die rechte Hand dann hier mit dazu. Das machen wir dann aber im nächsten Part, da spielen dann beide Hände zusammen, ne? Das hatte ich jetzt auch bei dem einzelnen Part mit der rechten Hand noch nicht mit dabei, weil das macht keinen Sinn, das hier von der linken Hand getrennt zu machen. Das machen wir dann im nächsten Part, dass also hier die rechte Hand mit diese Aufwärtsakkorde spielt. Aber zur linken Hand erstmal, also dir ist aufgefallen, wir spielen hier immer diese Töne nacheinander. Ja, das ist eigentlich die Begleitung, die die linke Hand hier spielt. Ziemlich simpel. Wir spielen letztendlich immer den Akkord. Ja, wir haben also einmal D-Dur, das ist der erste Akkord, den spielen wir aufwärts. Allerdings ohne das Cis hier, das Fis hier, entschuldige. Ja. Wir spielen also nur hier D, A, D. Das ist der erste Akkord. Dann haben wir A-Dur. Da spielen wir A, E, A. Lassen auch hier das Cis diesmal weg. Ja, diesmal ist es das Cis. Das ist der zweite Akkord, den wir haben. Dann haben wir Fis-Dur. Ja. Aber hier lassen wir das B weg. Also immer dasselbe Prinzip. Spielen also hier Fis, Cis, Fis. Und dann haben wir noch G-Dur. Und da spielen wir auch G, D, G in diesem ersten Abschnitt, ja. Und lassen auch das hier weg, ne? Das E. Ja, das sind erstmal die Akkorde, die wir hier brauchen, und die können wir auch erstmal üben, ganz einfach hier so anzuschlagen. Und zwar erst D-Dur, dann A-Dur, dann Fis-Dur, dann G-Dur, ja? Okay? Also erstmal wirklich hier üben, diese Akkorde so anzuschlagen in der Reihenfolge, ja? Beziehungsweise gehen wir dann hier hoch auch. Aber das zeige ich dir gleich nochmal, ja? D-Dur, A-Dur, Fis-Dur, G-Dur. Okay. Ja, und dann gucken wir uns mal den ersten Abschnitt jetzt an. Es fängt mit D-Dur an. Und zwar spielen wir wirklich einfach hier D, A, D, ja? Nacheinander. Die Akkorde, die du jetzt geübt hast, nacheinander. Das ist der erste Abschnitt, den die linke Hand hier trainiert, ja? Dann geht's weiter. A-Dur. Auch genau in diesem Rhythmus, ja? A, E, A. A, E, A. Auch wieder einfach diesen Akkord nacheinander. Okay. Soweit, so gut. Dann geht's weiter mit Fis-Dur. Ja? Fis, Cis, Fis. Fis, Cis, Fis. Ja? Auch wieder Fis-Dur. Wir lassen aber hier das B weg. Und dann G-Dur. Auch wieder, wir lassen hier das H weg. G, D, G. G, D, G. Ja, und zum Schluss wiederholt sich dann D-Dur nochmal, aber hier oben. Ja? Na, hier wird es dann mit der rechten Hand weitergehen, oder man nimmt hier die linke Hand, aber ich mache es lieber so, weil sonst verhaspelt man sich hier. Ich zeige dir das dann, wie gesagt, im nächsten Video mit beiden Händen, ne? Aber hier
Spielen wir also wieder D, A, D, aber diesmal hier oben. Okay, und das ist erstmal alles, was du auf der linken Hand für den ersten Abschnitt wissen musst, ja? Also wir spielen D, A, D hier unten, also D-Dur, A-Dur, Fis-Dur, G-Dur und D-Dur hier oben. Ja, und das Ganze wiederholt sich dann nochmal. Ja, das wiederholt sich zweimal. Okay, und das ist schon das, was die linke Hand hier im ersten Abschnitt spielt, die Begleitung. Und dann schauen wir uns nochmal den zweiten Abschnitt an. Da spiele ich dir jetzt auch nochmal mit der rechten Hand zusammen das vor und du schaust einfach mal, was die linke Hand hier spielt. Genau. Das ist im Prinzip, ne? Ich hoffe, du hast auf die linke Hand hier geachtet. Ich habe mich ganz kurz hier verhaspelt, also man spielt an der einen Stelle hier das A-Dur. Gehen wir das mal Schritt für Schritt durch. Das ist natürlich jetzt ein bisschen knackiger als der erste Teil der Melodie. Wir fangen an mit A-Dur, ja? Und zwar diese Melodie. Einfach mal drauf achten, hinhören. Ist natürlich nicht ganz so einfach zu spielen. Du siehst, wir müssen hier mit dem Daumen hier hochgehen. Also wir spielen A, E, A. Das hatten wir ja schon, aber jetzt gehen wir zurück zum E. Dann gehen wir hier wieder zum H, wieder zurück zum E und zum Cis. Ja? Guck mal, das Einzige, was wir machen, wir gehen eigentlich wieder einfach nur diese A-Dur-Tonleiter hier hoch. Also diesen Akkord auch hier hoch. Aber spielen es jetzt halt nicht so nacheinander, sondern so hier, ne? Spielen zwischendurch immer das E nochmal. Wir könnten ja auch sowas hier spielen, ne? Aber wir spielen hier immer das E davor. Dann geht's weiter hier mit G-Dur. Genau so. Also G, D, G, A, H. Hier gehen wir jetzt einfach hoch. Und da ist wichtig, dass du hier diesen Fingergriff hier, also diesen Griff hier kannst, ja? Das heißt, wenn du hier mit dem Daumen auf dem G bist, zack, gehst du mit dem Zeigefinger hier schon auf das A und dann mit dem Daumen wieder auf das H. Okay? Das muss wirklich geübt werden, also gerne auch natürlich wesentlich langsamer. Aber diese Bewegung hier, eine fließende Bewegung ist das, ne? Also erst A-Dur, dann G-Dur. Das Ganze gerne auch nochmal wiederholen. Dann geht's weiter, das wiederholt sich nochmal. Also A wiederholt sich nochmal, genauso wie wir es hatten, ja. Und dann kommt wieder G, also es wiederholt sich auch nochmal, aber diesmal spielen wir nur hier bis zum G, ne? Also wir gehen nicht nochmal hier zum A und zum H. Und dann gehen wir sofort zum D. Also wir spielen letztendlich das hier nochmal, A-Dur und dann 1, 2, 3, G-Dur, D-Dur. Ja? Ich spiele nochmal alles vor. Das soweit erstmal üben, wiederholen. Dann springen wir zum Fis-Dur. Das ist der nächste Part. Wir spielen auch in der Geschwindigkeit, in dem Rhythmus, ja. Fis, Cis, Fis, Gis und hier das A. Genauso wie bei G-Dur müssen wir auch hier, ne, mit dem Zeigefinger auf das Gis und dann mit dem Daumen wieder auf das A. Also in dem Moment, wo ich mit dem Daumen hier auf dem Fis bin, zack, geht schon der Zeigefinger hier rüber. So dass ich also hier diese Tonfolge ohne Probleme spielen kann. Dann geht's weiter, wir spielen wieder G-Dur. Diesmal wieder mit A und H hier oben, ja. Ich wiederhole nochmal hier.
und dann D-Dur. Aber jetzt gehen wir auch hier hoch, ja? Das heißt, wir spielen D, A, D, E, Fis. Vielleicht alles nochmal hier zusammen. Also erst B-Dur, dann G-Dur und D-Dur. Dann geht's weiter. Okay, also du siehst, wir spielen erst wieder A-Dur. Genauso dasselbe Muster, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten. Wir spielen A, E, A. Und dann gehen wir zum H, dann zum Cis, ja. Dann Obacht, jetzt kommt ein neuer Akkord noch, den wir noch nicht hatten. Jetzt kommt H-Moll, ja. Auch da. Das wäre der H-Moll-Akkord. Wir lassen hier das D weg und spielen H, Fis, H. Gehen jetzt aber hier noch einen Schritt weiter und spielen hier das Cis und das D hier nochmal. Ja. Aber im Prinzip, du hörst es ja, es ist immer dasselbe Muster. Ja. Okay, also wir spielen A-Dur, dann H-Moll, dann wieder A-Dur und zum Abschluss spielen wir nochmal D-Dur. Wieder D, A, D und jetzt gehen wir hier hoch. Also E, Fis, E, D, A, D. Aber gehen auch wieder runter, ne? Wie du siehst. Gehen zwar hier hoch, jetzt wäre hier bei den anderen Mustern Schluss gewesen, jetzt gehen wir wieder hier runter, ja? Also wieder zurück, zurück, zurück und wieder zum D. Nochmal langsam. Das ist das Muster, ja? Einmal aufwärts, D-Dur und wieder abwärts und wieder hier zum D aufwärts. Auch hier wieder und auch beim H-Moll, ja. Immer darauf achten, wenn ich mit dem Daumen hier auf dem dritten Ton lande, zack, geht der Zeigefinger schon hier rüber. Das hast du ja jetzt bei den anderen auch schon geübt. Ich wiederhole nochmal den letzten Abschnitt ganz langsam. Also erst A-Dur, dann H-Moll, dann wieder A-Dur und dann D-Dur zum Schluss. Wieder abwärts und wieder zum D. Ganz wichtig, wenn dir das ein bisschen zu kompliziert noch ist, vielleicht bist du ja noch, sag ich mal, ziemlicher Anfänger auf dem Klavier und sagst, okay, das ist mir irgendwie mit dem nach oben spielen hier noch ein bisschen zu kompliziert, dann kannst du natürlich immer, wenn ich hier zum Beispiel A-Dur nach oben gespielt habe, kannst du natürlich auch einfach den nur als Grundton hier in der Begleitung mitspielen. Ne? Du musst es nicht mal in der Oktave spielen, du kannst es auch so spielen. Ja? Also du musst jetzt hier nicht das so ausspielen, wie ich das mache, wenn dir das zu kompliziert ist. Du kannst es auch so machen, ja. Das geht auch, ja. Also du kannst hier auch einfach immer nur den Grundton spielen, meinetwegen als Einzelton oder in der Oktave. Ja, das ist auch möglich. Das kannst du gerne auch machen, wenn dir das vielleicht hier noch ein bisschen zu kompliziert ist. Das jetzt aber nur am Rande. Ja, und das war's erstmal mit diesem Part. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Üben und noch eine schöne Woche. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dahin.